Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Mystery Ranch, der Scree 32. Wir haben euch kürzlich von Mystery Ranch den Scree 22 vorgestellt. Den seht ihr hier rechts im Bild. Für alle, die dieses Video nicht gesehen haben, könnt ihr hier am Ende dieses Videos nochmal draufklicken und dann findet ihr auch das Video, falls euch diese Variante zu groß ist. Wir sprechen von Größe, Scree 22, der Name sagt es bereits. Der Rucksack hat ein Volumen von 22 Litern, während man hier, aufpassen, 32,9, also fast 33 Liter hat, obwohl der Scree 32 heißt. Der Vorgänger vom Scree 32 war der Scree 33, glaube ich. Von daher haben sie da die Volumengröße übernommen, haben ihn aber jetzt Scree 32 genannt. Wahrscheinlich auch irgendeine Umrechnungsgeschichte zwischen imperialen und metrischen Systemen. Aber dass ihr es wisst, 32,9 Liter habt ihr hier. Ja, wie ich schon im ersten Video zum Scree 22 gesagt habe, diese Rucksäcke sind mit Fokus auf den Outdoor-Bereich, speziell auch vielleicht für Trekkingtouren im alpinen Bereich. Man kann hier auch sehr viel Ausrüstung für das Klettern mit Helm und Trekkingstöcken sowie Seil, Karabinern und Eispickeln unterbringen. Von daher haben wir das auch mal für euch so ausgestattet. Wir fangen aber wie immer an mit den Spezifikationen. Der Rucksack ist 64 cm in der Höhe, hat eine Breite und eine Tiefe von 29 cm. Was uns besonders gut gefällt, der Rucksack hat, obwohl er relativ kompakt und groß ist, ein sehr geringes Gewicht. Da hat man auch beim Tragesystem hier ein sehr ordentliches Tragesystem verwendet. Dann sind wir bei gerade mal 1,5 Kilo. Wer den 3-Day Assault Pack kennt von Mystery Ranch, der wird wissen, das war ein richtiges Viech, gerade auch was das Gewicht angeht. Da hat man hier locker mal nur die Hälfte am Gewicht und trotzdem beinahe das gleiche Volumen. Ich habe es beim Scree 22 gesagt, die Ausstattungsmerkmale im Großen und Ganzen sind identisch zwischen beiden Rucksäcken. Was sie aber hauptsächlich unterscheidet, ist das Tragesystem. Während man bei dem kleineren Bruder gesagt hat, für die Größe, für das Volumen und dem erwarteten Zuladungsgewicht von vielleicht maximal einer leichten Jacke und ein bisschen was zu essen und zu trinken, braucht man kein Tragesystem im Sinne von, ich habe eine Aluminiumstrebe oder sonst irgendwas und habe dementsprechend nur einen Schaumstoff. Hier hat man das typische Mystery Ranch 3-Day Tragesystem untergebracht, das ihr auch von den Videos, die wir euch schon gezeigt haben, unter anderem der Beartooth, der hatte das auch. Da haben euch das mal im Detail gezeigt, zeigen wir euch aber hier auch. Das System ist so gedacht, dass ihr es von der Höhe relativ schnell mit Klett verstellen könnt und dazu auch das nötige Werkzeug direkt mit im Rucksack integriert habt, was auch gleichzeitig nochmal die Stabilisierung für die Schulterträger ist. Die Idee dahinter ist, dass ihr hier im oberen Bereich zwei Lastenkontrollriemen habt, die man hier für die Verstellung natürlich einmal lösen muss. Dann greife ich hier hinten rein, öffne hier ein Klettfach und in diesem Klettfach ist hier dieses Sheet und mit dem könnt ihr jetzt entsprechend den Klett auftrennen dahinter. Das heißt, das schiebe ich jetzt hier einfach ein. Also nicht wieder in die Tasche zurück, sondern trenne damit den Klett dahinter auf. Jetzt ist der Klett komplett gelöst und damit kann ich jetzt hier meine Höhenregulierung für das Tragesystem vornehmen, wie ich das brauche. Und wenn es dann so ist, wie ich es haben will, hole ich das wieder raus, drücke das hier kurz ein bisschen an und setze dann wieder mein Sheet hier oben ein, um da dann wieder die Stabilisierung auch bis hoch zu den Schulterträgern zu haben. So, Lastenkontrollriemen wieder anziehen und damit ist der Käse gegessen, wie der Hesse sagt. Ja, bleiben wir kurz bei den Schulterträgern, bevor wir uns den unteren Bereich anschauen. Hier habt ihr im oberen Bereich zwei elastische Schlaufen, jeweils auf jeder Seite eine für die Führung des Trinkschlauchs zum Beispiel. Darunter liegend dann den Bereich mit der Daisy Chain für den verstellbaren Brustbereich.
Da hat man hier Schnallen gewählt, die man sehr schnell lösen kann und dann hier in diese 3 Bereiche umsetzen kann oder auch komplett entfernen. Also nicht so, wie man das von anderen Brustgurten kennt mit 25 mm Gurtband, wo man dann über mehrere Leiterschnallen ausschlaufen muss, sondern hier muss ich nur den Haken lösen, kann das dann herausnehmen und kann dann damit das Ganze hier in diesen 3 Bereichen nochmal verstellen. Ansonsten hat man diesen Verstellbereich, der immer geht, in einem abgenähten Sektor. Hier ist dann auch nochmal eine horizontale Schlaufe, die dann auch nochmal verwendet werden kann, um den Trinkschlauch zu führen oder auch um kleine Gegenstände zu fixieren. Die Schultergurte sind anatomisch geformt, auch etwas stärker als beim Screed 22 und mit Mesh gepolstert. Mesh findet man auch hier auf der Rückseite durchgängig. Das ist beim Mystery Ranch leider oftmals so, dass es hier keine Luftkanäle gibt, aber hier ist es auf jeden Fall kein offenporiges Mesh wie beim 3-Day Assault Pack, der nach einer Benutzung schon aussieht, wie wenn er 10 Jahre in Afghanistan unterwegs war, weil das Mesh einfach sehr empfindlich ist. Hat man hier ein bisschen schlauer gelöst. Im unteren Bereich habt ihr dann hier einen echten Beckengurt, nicht so wie beim Screed 22 nur ein Bauchgurt, der hier mit sehr schlanken Flossen, aber mit ordentlicher Polsterung und auch mit einer leichten Versteifung ausgestattet ist, um dann entsprechend die Fixierung und auch die Lastenübertragung realisieren zu können. Das Ganze wird dann hier mit einer Schnalle angezogen, um da auch nochmal den Rucksack an den Beckengurt zu bringen. Und auch hier lässt sich natürlich die Schnalle entfernen. Falls ihr denn doch keinen Beckengurt wollt, könnt ihr den hier entfernen komplett. Müsst ihr auch einmal mit Klett hier den Klett trennen und könnt dann den Beckengurt einmal als komplettes Stück herausnehmen. Ihr habt es eben schon klappern gehört. Ich zeige euch gleich warum. Hier auf der Seite habt ihr nochmal eine große Schlaufe und die ist dafür gedacht, gerade auch wieder alpiner Einsatz, um hier zum Beispiel die ganzen Karabiner sauber zu versorgen. Natürlich kann man auch andere Gegenstände da einhängen und fixieren, wie zum Beispiel eure Handschuhe oder was ihr auch sonst so dabei habt und fixieren wollt. Das wäre dann das Tragesystem. Schauen wir uns die Features an. Hier habt ihr auf der Front das typische Tree-Zip-Design von Mystery Ranch. Das ist vom Aufbau her so, dass ihr einen langen, durchgängigen Reißverschluss für die Front habt, für einen Front-Access. Und hier oben nochmal 2, die nach außen aufgehen. Das ist alles YKK mit Aquaguard-Zippern. Das Material selbst hier ist ein 500D Coduran recyceltes, was auch wasserabweisend ist. Und durch die wasserabweisenden Reißverschlüsse habt ihr da schon mal einen sehr hohen Grundwasserabweisung. Ja, die Reißverschlüsse hier oben lassen sich hier nach außen öffnen und dann könnt ihr nur den Deckel öffnen. Zeige ich euch dann, wenn wir ins Innere des Rucksacks gehen. Hier hat man auf der Front 2 Reihen Daisy Chain verbaut, die sehr schmal gehalten ist und perfekt, um Karabiner oder Seile zu sichern. Ihr habt hier 2 Kompressionsriemen, anders als beim Screed 22, der hatte nur einen hier oben. Habt ihr hier 2 Kompressionsriemen in der Länge und die sind natürlich perfekt geeignet, um zum Beispiel auch Trekkingstöcke zu halten. Ich nehme sie einmal kurz raus. Die sind vom Design her so aufgebaut, dass ihr hier vorne eine schnelle Duraflex-Schnalle habt, um auch dann Gegenstände herausnehmen zu können, falls die nicht so einfach herausgehen wie jetzt der Trekkingstock, den ich fixiert habe. Und im vorderen Bereich habt ihr hier eine Klammer, die ist so aufgebaut wie auch der Brustgurt. Das heißt, man kann sie schnell lösen und dann hier auf der Daisy Chain versetzen. So könntet ihr zum Beispiel die Ausrichtung eurer Kompressionsriemen im Winkel verändern, um zum Beispiel dann auch bei tieferem Gewicht nach unten das Ganze von unten nach oben ziehen zu können. Zusätzlich habt ihr hier sogar die Möglichkeit, einen dritten Riemen zu verbauen. Der ist natürlich nicht dabei, aber ihr könntet jetzt sagen, ich will den von hier unten in die Mitte setzen oder den von oben nach unten setzen, dass man nur im unteren Bereich hat. Also da habt ihr hier ein bisschen Spiel, um eure Kompressionsriemen zu versetzen. Ansonsten könnt ihr diese Schlaufe natürlich auch nutzen für Karabiner und Co. Noch ein Unterschied zum Screed 22. Hier habt ihr einen kleinen Schuh, der gerade eben auch für Trekkingstöcke gemacht worden ist. Das heißt, ich muss hier einmal kurz das Band lösen, dass man das besser sehen kann. Es ist wirklich nur ein ganz kleiner fingertiefer Schuh und der ist dann dafür da, dass der
Trekkingstock da eingefasst wird und dann nicht mehr herausfallen kann auf der Unterseite. Dann muss ich ihn oben nur noch komprimieren mit den Kompressionsriemen und fertig ist die Geschichte, um den Trekkingstock zu sichern. Hier unten ist dann ein weiterer Riemen, der A zur Komprimierung genutzt werden kann und B aber hier mit einem Metall-T-Stück versehen ist, was dann zum Beispiel für Werkzeug genutzt werden kann. Da geht ihr einfach her und löst hier, beziehungsweise müsst ihr ja auch machen, wenn ihr das anbringt, öffnet hier die Schlaufe so weit wie es geht, damit ihr viel Spiel habt, um das T-Stück bewegen zu können. Und dann könnt ihr das hier zum Beispiel durch einen Eispickel führen und damit den Eispickel unten fest fixieren, so dass er nicht mehr an der Ausrüstung herumreiben kann oder irgendwas beschädigen kann. Und dadurch wird er dann auch gut und sicher gehalten. Die obere Halterung übernimmt hier einmal Bungee Cord mit einem Kordelstopper. Der Kordelstopper ist auch so ausgelegt, dass die Bungee Cord hier herausgenommen werden kann. Das heißt, ihr habt hier ein zweiteiliges System, müsst es nicht, wie ich es eben gemacht habe, nach oben oder nach unten rausziehen, sondern könnt es auch öffnen, aber es tut es natürlich auch in die andere Richtung. Ansonsten sind hier überall am Rucksack auch nochmal weitere Schlaufenpunkte zu finden für Ausrüstung zum Anbringen. Ganz wichtig auch, für die Bedienung der Reißverschlüsse findet ihr auch an jedem Reißverschlussende nochmal eine Schlaufe, die nicht nur zur Ausrüstungsanbringung genutzt werden kann, sondern dann auch das Zuziehen eines Reißverschlusses erleichtert, indem ich mich hier festhalte und dann den Reißverschluss einfach nur nach vorne ziehen muss. Das habt ihr hier und auch am Topfach. Der Boden des Rucksacks ist plain, das heißt, hier hat man keine Möglichkeit, irgendwas anzubringen, während der Deckelbereich nochmal über einen einzelnen Kompressionsriemen verfügt, der dann genutzt werden kann, um zum Beispiel mal eine Jacke oben nochmal zu befestigen oder auch ein Seil, was dann hier an der Seite geführt wird, nochmal oben mittig zu fixieren. Auch hier wieder die Duraflex-Schnalle mit dem Schnelllösemechanismus kann hier auf der Daisy Chain verstellt werden, die hier an den Seiten auch weiter ausgelassen worden ist, um dann dort Ausrüstung einhängen zu können. Ich lasse gleich offen, dann machen wir gleich das Topteil. Hier habt ihr nämlich ein Topfach mit Aquaguard, 2-Wege-Zipper. Und hier ist dann das eigentliche Fach. Hier habt ihr nochmal einen Einschub mit Zipper, kleines Extrafach mit einer Sicherung und hier auch mit einem Duraflex Karabiner mit Sicherung, wo ihr dann euren Schlüssel zum Beispiel sichern könnt. Und das eigentliche Topfach, was ein bisschen größer ist und auch für eine Jacke zum Beispiel, eine dünne Jacke, funktioniert mit einem Meshboden, der dann ins Hauptfach übergeht und dadurch natürlich sehr gut atmen kann. Dahinterliegend ist nochmal der eigentliche Rucksack-Trageriemen oder der Tragegriff. Der ist sehr schmal und sehr dünn gehalten, hält aber auf jeden Fall das Eigengewicht des Rucksacks aus, auch mit Zuladung. Wenn ich ihn irgendwo aufhängen will und zum Greifen passt es auch, nur länger tragen wird natürlich unangenehmer, als wenn ich jetzt 25 mm Gurtband habe. Aber wer trägt schon seinen Rucksack mit der Hand, wenn man ihn auf dem Rücken tragen kann. Ab ins Hauptfach. Also nochmal die Trizip-Funktion. Ich gehe hier an die Seiten, kann jetzt den Rucksack hier so öffnen und habe dann Zugriff nur von oben als Toploader auf das Hauptfach. Hier hat man jetzt auch im Hauptfach eine Schneeschürze untergebracht. Das ist ein Hobig-Nylon, relativ dünn und leicht, also deutlich dünner als das 500D, was auf der Außenseite verwendet wird, aber trotzdem noch stark und robust genug durch die Ripstop-Funktion. Und hier seht ihr schon, der Reißverschluss geht nicht nur bis hierhin, wo man ihn sieht, sondern nochmal deutlich weiter bis zum Ende des Schneefangs und wird dann dort mit einem Duraflex-Schnalle nochmal gesichert, damit der Reißverschluss sich nicht einfach öffnen kann unter Zug. Macht gerade dann natürlich hier Sinn mit dem Schneefang, wenn der eingesetzt wird. Da wird wieder eine Kordel verwendet mit dem Kordelstopper, um das Ganze eng zu ziehen. So hätte ich jetzt dann den Zugriff auf das Hauptfach. In der Trizip-Variante, das heißt Front
und Top ist gleichzeitig geöffnet und kann dann den kompletten Inhalt einsehen. Genau wie sein kleiner Bruder, der Screed 22, hat der Screed 32 keine weitere Innenunterteilung, abgesehen von einem Einschub für Trinkblasen. Die ist hier auf der Innenseite mit einem Elastikband oben eingefasst. Trinkblase 3 Liter passt hier ohne Probleme rein und wird dann oben gesichert mit einem T-Stück, das man dann dort dann auch entsprechend aushängen kann, um die Trinkblase zu entnehmen. Die Schlauchführung nach außen ist so realisiert, dass ihr rechts und links jeweils einen Ausgang habt. Den seht ihr hier. Da habt ihr die Möglichkeit, dann den Trinkschlauch auf beiden Seiten herauszuführen. Sehr schön eingefasst, fällt tatsächlich überhaupt nicht auf, wenn ihr es nicht nutzt und ist natürlich unheimlich praktisch und auch genau in der richtigen Position im Verhältnis zum Schultergurt, um den Trinkschlauch sauber herauszuführen. Hier seht ihr jetzt nochmal die Besonderheit des Screed 32 im Vergleich zum Screed 22, der nur eine Schaumstoffplatte als Rückentragesystem hatte. Hier hat man einen Rahmen untergebracht, der aus Metall ist und der ist hier auch schon so von der Form her, dass er leicht flexibel ist, aber trotzdem genügend Stabilität bietet, um die Lastenübertragung auf die Hüfte zu gewährleisten. Es gibt hier keinen Zugang für das Innenfach, weil es ist auf jeden Fall auch nochmal ein Schaumstoff hier verwendet worden innen, aber den kann man hier nicht so wie beim Screed 22 zeigen oder herausnehmen. Er ist da, nur dass ihr es wisst, aber den Alurahmen oder den Metallrahmen, der hier verwendet worden ist, den könnt ihr auf jeden Fall herausnehmen. Kommen wir zum Fazit. Jetzt habt ihr beide gesehen, falls ihr euch das Video vom 22er Screed schon angeschaut habt. Jetzt habt ihr den 22er und den 32er im direkten Vergleich. Wie ich schon gesagt habe, beides eher Rucksäcke für den Outdoor-Bereich und im Leichtsektor. Für den militärischen Gebrauch sind sie sicherlich auch robust genug, aber A, durch die farblichen Segmente hier nicht wirklich zu gebrauchen und B, fehlt natürlich auch bestimmt dem einen oder anderen die Molle-Möglichkeit, außen nochmal Ausrüstung anzubringen oder die Innenorganisation. Was uns tatsächlich nur fehlt bei beiden Rucksäcken, ist die Trinkhalterung oder Trinkflaschenhalterung auf der Außenseite. Ist vielleicht, ich meine, ich bin jetzt kein alpiner Kletterer, ist vielleicht für einen alpinen Kletterer komplett irrelevant, weil er alles über die Trinkblase regelt. Aber ich habe tatsächlich immer gern nochmal so einen leichten Einschub, wie es hier an der Seite, wie es auch beim 3-Day Assault Pack oder 2-Day Assault Pack ist, um die Möglichkeit einfach zu haben, eine Trinkflasche unterzubringen. Die ist hier nicht gegeben. Ja, sollte man halt im Hinterkopf haben. Ihr bekommt auf jeden Fall beide Rucksäcke sowie alle anderen Rucksäcke von Mystery Ranch bei Recon Company. Der Link zu Recon Company ist hier unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Jetzt habt ihr beide gesehen. Habt ihr vielleicht einen der beiden oder auch den Vorgänger vom Mystery Ranch Screed? Wünscht ihr ihn euch in anderen Farben? Dann schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus und wünschen euch einen schönen Mittag, Abend, whatever. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.